Psychisch bewegt man sich, glaube ich, sehr, sehr oft auf den Eis. Ich glaube, wir sind einfach immer an der Grenze von körperlichen Schmerzen. Ich glaube, es gibt auch wenige, die gar keine Schmerzen haben. Also ich habe auch gefühlt jeden Tag irgendwo ein bisschen Schmerzen. Aber es sind meistens zum Glück Schmerzen, die sich aushalten lassen, die man auch in einem gewissen Rahmen behalten kann. Aber ich glaube, schmerzfrei ist keine Kunstläufer auf dem Level. On the ice, representing Switzerland, Lukas Brzki. Ich glaube, das klassische Eislaufmami ist immer in der Eishalle, sieht jedes Training und mischt sich auch gerne ein ins Training. Also ich habe Freude am Eislaufen. Mir macht es Spass. Und das wollte ich auch für ihn. Ich meine, sicher ist irgendwann ist es so ein bisschen grenzwertig, wie viel Spass macht es und wie viel muss ich jetzt einfach auch, wenn man etwas erreichen will, muss man investieren. Also das Klischee von diesen harten Müttern, die ihre Kinder so pushen, finde ich, gibt es schon auch im Eislaufen. Aber ich glaube, das gibt es in allen Sportarten ein Stück weit. Das gibt es auch im Fußball, wo der Papi dahinter ist und jetzt gib ihm und... Ich glaube, so eine Frage, die sie mich immer wieder gefragt hat, war im Training. Und zum Beispiel, warum ich einen Sprung jetzt nur so und so oft gemacht habe oder warum ich einen Sprung jetzt immer wieder aufgerissen habe. Und das sind so Sachen, also warum ich einen Sprung nur so oft mache, das hat meistens einen Grund. Und warum ich ihn aufreiße, das ist ja das Problem, das wir Läufer die ganze Zeit selber am Kämpfen sind. Also aufreißen ist ja, wenn man statt zum Beispiel dreifach nur einen doppelten Sprung macht. Und da ist ja etwas, wo wir uns selber immer fragen müssen, warum ist das so? Was sich ein Trainer sich jeden Scheißtag fragt, warum reißt es auf? Das ist ein riesiges Problem bei uns im Training vor allem, weil es einfach der grösste Fehler ist, den man machen kann im Eiskunstlaufen. Wenn dann noch meine Mom kommt und mich noch da gefragt hat, dann habe ich, ist manchmal auch genug gewesen, weil das ist etwas, wo ich mich selber schon mega intensiv auseinandersetzen muss. Und wenn dann sie noch auf ihre Art und Weise gekommen ist mit dieser Frage, dann sind sie manchmal auch genervt. Ja. Ja, die ersten Widersprüche, die er dann da sich geäussert hat oder anders geäussert hat, wie wir das gedacht haben, hat ein Stück weit wehgetan. Aber es ist ja auch wichtig für den weiteren Lebenslauf, dass man da auch lernt, sich mal dagegen sprechen, seine Meinung durchsetzen. Es ist zweischneidig. Einerseits habe ich mich gefreut, dass er das macht, dass er die Entwicklung macht. Und umgekehrt tut es natürlich dem Mutterherz auch irgendwo weh. Weil es ist dann auch realistischer, er entfernt sich immer mehr von der Familie. Mittlerweile ist es auch nicht mehr extrem oder auch fast gar nicht mehr vorhanden. Liegt sich auch daran, dass sie mich nicht mehr jeden Tag zum Training fahren und dann wieder auch vom Training heimfahren. Und man ja dann über das Training diskutieren, was dann oft immer wieder zu diesen Situationen geführt hat. Ich glaube, zu einem gewissen Grad habe ich auch beweisen, dass die Art und Weise, wie ich es mache, auch erfolgreich ist. Und ich glaube, da hat ihn das Ganze mal ein bisschen beruhigt. Ja. Angers ist der erste Wettkampf, wo wirklich die Besten von den Besten zusammenkommen. On the ice, representing France, Adam Siaoinfa. Ilya Malinin. Lukas Brzki. Ja, ich bin sehr zufrieden mit meinen zwei Programmen. Es sind wieder zwei Programme, die mir persönlich mega gefallen, wo ich so in eine gute Routine hineingekommen bin und jetzt einfach wieder auch für mich selber etwas Neues zeigen kann. Und habe sehr Bock, jetzt da den ganz grossen Wettkämpfen, die jetzt noch kommen, die Programme auf der grössten Bühne zu zeigen. Alles ist anders.
Die Welt ist aus den Angeln gehoben. Auch das macht vor Baywatch Berlin nicht Halt. Ich höre eigentlich selten wirklich Musik an den Wettkämpfen, sondern eher Podcasts. Die Idee war ja damals die, dass wir gesagt haben, komm, wir probieren jetzt mal aus, ob, wenn wir da irgendwas labern, ob da sowas wie ein Podcast überhaupt rauskommt. Es sind 3 Herren, die zusammen miteinander reden, unter anderem der Klaas-Wolf Umlauf, einer von meinen Lieblingscomedians oder ja, Fernsehmoderatoren. Und ja, die reden eigentlich nur über Scheissdreck. Von dem her ist es ziemlich gut, um sich so ein bisschen abzulenken. Und ja, mehr im Moment selber, weil ich meistens auch ohne Noise Cancelling muss, also ich nehme nur alles wahr außenrum. Ich bin früher noch oft, ja, vielleicht in einen Film hineingekommen, in ein Stadium hineingekommen, in ein psychisches Stadium, wo ich einfach nicht jetzt gerade im Moment war, sondern ich einfach alles ein bisschen über mich hergehen lassen. Und das hat manchmal funktioniert, aber leider auch oft nicht funktioniert. Und da habe ich jetzt probiert, das letzte Jahr sehr, sehr achtsam zu ändern. Also, dass ich genau achtsam bin. Achtsam jetzt im Moment bin und voll im Fokus bin, voll jetzt da bin. Ich kann mich manchmal nicht mehr erinnern, was ich jetzt gerade gemacht habe auf dem Eis. Ich war in dieser, blöd gesagt, in dieser Trance und bin erst wieder irgendwie aus dieser Trance rausgekommen, wo die Endposition war. Und ich bin in der Kiss and Cry gesessen, dort, wo wir unsere Punkte bekommen. Und ich hätte meinem Trainer nicht sagen, was ich jetzt genau alles gemacht habe. Also es war manchmal schon ein bisschen extrem. Und das habe ich jetzt sicher sehr stark an dem arbeiten, weil ich einfach Kontrolle über mich selber habe. Und auch einfach viel mehr das Ganze geniessen und den Einfluss, das Feedback der Zuschauer mehr mitzunehmen, wenn sie applaudieren, dass ich die noch mitnehme zum nächsten Element und dass mich mehr pushen lasse von ihnen. Und das klappt eigentlich nur, wenn ich jetzt gerade im Moment bin. Ich habe neue Schlittschuhe. Ich habe jetzt im Sommer die Marke gewechselt. Es ist vielleicht auch ein gewisses Risiko, in der olympischen Saison die Schlittschuhe zu wechseln. Das ist jetzt so die größere Baustelle. Schuhe. Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden. Sie sind sehr, sehr, sehr leicht. Sie passen sich sehr gut an meinem Fuß an. Ja, für das Springen geben sie mir schon einen sehr guten Support. Und ja, das einzige Problem ist ein bisschen Lebensdauer. Ich habe jetzt schon sehr viele Paar gewechselt. Ich bin jetzt gerade, beim 5. Paar Schlittschuhe. Ich weiß auch nicht, 3-4 Monate. Was nicht ganz so ideal ist. Aber ja, schlussendlich, das ist unser Heiligtum, der Schlittschuh. Von dem hängt nachher vieles ab auf dem Eis. Und wenn da irgendetwas nicht so stimmt, hat das natürlich einen direkten Einfluss auf unsere Leistung. Dem haben wir eigentlich schon immer bei uns an den Wettkämpfen. Also gut, im Hotel sind wir jetzt vielleicht nicht, aber sobald wir in die Eishalle gehen, sind die immer bei uns, dass da denen nichts passiert. Austria war mein erster Grand Prix von der Saison. Ich glaube, das 3. Mal, als ich dort war. Ja, es war ein Wettkampf, der ziemlich erfolgreich war in der Kür. Ich konnte in der Kür eine sehr starke Leistung zeigen. Fast wieder dort ansetzen, wo ich bei der EM war, letztem Jahr. Von dem her, es war für mich mental ein wichtiger Wettkampf, um einfach wieder an meine Leistung heranzukommen, die ich ganz am Anfang der Saison noch nicht so zeigen konnte. Und von dem her, es war ein guter Einstieg in die Saison. Das Auto ist so im Arsch noch. Ich investiere auch gerne meine Freizeit, die ich vor allem im Frühling habe, mit Ferien. Und die können aussehen, wie es wollen. Ob es jetzt ist, mit dem besten Kollegen durch Thailand oder Kolumbien mit dem Rucksack zu reisen oder irgendwie, weiß auch nicht,
mal irgendwo in Europa eine Städtereise zu machen oder auch von mir aus mal in ein All-Inclusive-Hotel. Den Ausgleich brauche ich auch, einfach mal abzuschalten und einfach mal etwas Neues zu sehen, etwas Neues kennenzulernen. Das ist etwas, was für mich extrem wichtig ist und ich auch sehr, sehr, sehr gerne mache. Ja, ich bin eingeladen worden für das Frauen-EM-Eröffnungsspiel in Basel vom Banathlon Club. Das ist eine Organisation, die mich das Jahr jetzt wieder unterstützt. Vorne weg war Lotto! Riese! Das Tor für die Schweiz! Martin Riesen trifft für die Schweiz! Am Ende dieses Abends stehen die Schweizerinnen ziemlich niedergeschlagen da. Trotz einer prächtigen ersten Halbzeit verliert man hier 1:2. Und Norwegen ist gut bedient mit diesem Sieg. Davide ist ein Eiskunstläufer aus Monaco, der seit 2-3 Jahren jetzt auch hier in Oberstdorf mit mir trainiert. Er ist ein sehr guter Trainingskollege, aber auch im Privaten ein sehr guter Kollege. It's a pity to lose. That's life. Did you take it personally? Personally, no. I mean, I wasn't on the pitch, so. No, but you're Swiss. Yeah, it's for sure a shame for Switzerland that we lost the first game now. But yeah, as I said, that's life sometimes. It's more important now to come back again and come back stronger. I remember my worst nationals. I was maybe 14. I don't even remember. It was in my hometown. I was still a skating novice. Es war auch das erste Mal, als ich die Presse, also die Thurgauer Presse, mal wahrgenommen habe, eben wie es daheim war, das Frauenfeld. Die ersten Erinnerungen eben an den Winter 2011, 2012 sind, dass man eben von ihm viel erwartet hat. I was so nervous because I know it was my home club. It was Frauenfeld. Like all my friends, like not like skating friends were all there. My family was there. Friends were there. Whoever. Und irgendwo sitzt man dort auf der Tribüne und er geht einmal, okay. Gut, das geht ja noch zweimal. Ich glaube, 4-mal gestürzt, das hat gar nicht funktionieren. Und das dann daheim vom eigenen Publikum, die ganze Family war dort, die Kollegen sind extra gekommen, der ganze Club war dort. Das war schon eine harte Niederlage damals in dieser Zeit. Wo sicher auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, um zu verkraften. Weil wir sind die Schweizer Meisterschaften damals war das große Ding für mich. Das grösste der Gefühle. Da hätte man wirklich leid tun. Und dann hockt man auf dieser Tribüne und kann nichts machen. Ist einfach hilflos. Da sitzt man da auf dieser Tribüne und muss da mitschauen. Das ist sehr hart. Ja. Das ist mir geblieben. Das sage ich immer auch manchmal noch. Weißt du noch, als ich dich das erste Mal gesehen habe, nach dem ersten wirklichen Wettkampf, wo du hast müssen, wo ich zuerst warten musste, bis du fertig brüllen kannst. Das ist eine grosse Challenge im Eiskunstlaufen, glaube ich. Aber wenn es einen auf den Latz haut, aufzustehen und weitermachen, das ist nicht immer einfach. Vor allem, wenn man vielleicht das zweite Mal umgeht, vielleicht sogar das dritte Mal umgeht, dann trotzdem wieder aufstehen. Man weiss, ich muss in 4 Minuten jetzt irgendwie ins Ende bringen. Und gleichzeitig noch probieren, nicht noch weitere Fehler zu machen. Das ist mental nicht immer einfach. Vor allem, wenn die Fehler gerade am Anfang passieren. Und dort in Frauenfeld an dieser Schweizer Meisterschaft, was mich wirklich 4-mal umgelitzt hat. Ja, nicht ganz so einfach gewesen. Er hat gewusst, ich habe eine Chance verpasst. Aber ich komme neu über, wenn ich weiterhin hart an mir arbeite. Ja, nein, so ist er immer. Auch heute noch.
Also ich glaube, all die Sachen, die ich mal so daheim in Ruhe bringe, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts. Aber ja, es ist mal ein Training. Es sind die ganzen Wettkämpfe, die ganze Planung für die Wettkämpfe. Also die Reise, der Flug, das Hotel, der Shuttle, der Parkplatz, was es auch immer ist. Es gehört relativ viel zu einem Sportler da sein, zumindest jetzt in meinem Leben. Es kommen dann noch Shows dazu, es kommen noch irgendwelche Sponsoren dazu. Unser Eisprinz heute hier in der Sendung. Herzlich willkommen, Made in Switzerland, der Lukas Britschgi. It's getting me done. Und gewonnen hat die Runde mit sehr guten 13 Punkten. Der Lukas. Vom Eisprinz zum Jahreskönig, oder? Also, herzliche Gratulation. Wie stellt man die? Keine Ahnung, bin ich mir nicht gewöhnt. Also. Es gehört relativ viel dazu. Und es ist oft auch ja, ein gewisses Abwägen, Prioritäten setzen, Balance zu finden. Was nicht immer ganz so einfach fällt, bin ich ehrlich. Also oft geht einfach vielleicht mal irgendetwas ein bisschen drunter. Aber ich bin, glaube ich, relativ diszipliniert als Person. Ein Alltag, wenn ich überhaupt einen habe, sieht wie folgt aus. Zuerst das Morgenessen, dann das Training, dann das zweite Morgen, kurze Pause, dann am Mittag das zweite Training, dann wieder kurze Pause. Ich muss noch sagen, in der Pause mache ich meistens ein Studium, also wirklich Pause ist es nicht. Und dann am Nachmittag ist noch das dritte Training. Je nachdem ist noch zwischen dem Training oder nach dem Training noch Athletik, 3 bis 4 Mal in der Woche. Dann am Abend ist man fertig. Ich bin jetzt vielleicht nicht der beste Tänzer, aber ich mache es trotzdem sehr gern. Und es ist genauso ein Teil von meinem Kunstlaufen wie Athletik und Krafttraining. Mi ricordo la prima lezione con Lucas che mi disse io non so ballare, non riuscirò mai a ballare. Io ho detto no, tu riuscirai a ballare, adesso lui balla molto molto bene. Sono molto soddisfatto di lui. Per un pattinatore è difficile stare fermo con i piedi a terra, perché loro hanno sempre i piedi molto bloccati dal pattino e hanno un tipo di spinta, di salto completamente diversa da un ballerino. Anche l'estensione del piede, non lo so, la postura delle spalle, loro spesso sono molto forti e invece la danza aiuta a renderli un po' più morbidi. But yeah, I feel since 2 days my right heel and it's kind of spreading up into my butt. And it came from the landings, because the landings are pretty tough sometimes with the new skates. So it's like not really, I don't know. Do you feel it immediately on the impact or later? Yeah, immediately. Immediate. So we have a look at the heel. Ich habe aber vorher 1,5 Jahre lang ziemlich starke Probleme mit meiner Patellasehne. Das heißt Jumper Knee gehabt. Wahrscheinlich auch durch extreme Belastung in den Trainings. Die ganze Zeit die verschiedenen Absprünge, vor allem ein spezifischer Absprung, was das Ganze ausgelöst hat. Aber ja, mittlerweile habe ich das gut therapieren. Ich habe ein sehr gutes Team um mich herum, das sich um mich gesorgt haben. Und ja, zum Glück leide ich momentan nicht mehr an diesen Beschwerden. In Angers war es wichtig, dass die Athleten bereits sehr früh für die Olympischen Spiele ihre Programme haben präsentieren können. Und wir haben gesehen, wie sind die Programme der anderen, der Konkurrenten. Aber wir haben auch gesehen, dass Lukas seine Programme konkurrenzfähig sind und auch interessant sind. Und das Feedback der internationalen Preisrichter war sehr positiv.
Lukas hat im Moment nur noch ein gängiges, verfügbares Paar Schuhe, in denen er morgen nach Sheffield fährt und sozusagen den Wettbewerb bestmöglich bestreitet. Schwieriges Thema auf jeden Fall. Es waren sehr viele Wechsel jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ja, man hat da ehrlich gesagt immer ein bisschen Bange, dass da alles glatt läuft. Ich weiß schon nicht mehr, wie viele Wechsel stattgefunden haben. Und der letzte war jetzt eigentlich gestern, wo noch mal 2 Paar Schuhe sozusagen ausgefallen sind. Und wir jetzt nur noch auf ein Paar Schuhe hoffen, dass sie halten. Und er schwört vom Grundsatz her auf die jetzigen Schuhe, weil sie ihm relativ schnell immer einen Komfort geben. Aber sie sind nicht verlässlich, weil von heute auf morgen die Stabilität weg sein kann. Und das ist bedenklich. Der Worst Case ist, dass das letzte Paar Schuhe sozusagen nicht mehr den Anforderungen entsprechen würde und er sozusagen einfach dann aus der Situation das Beste machen müsste, ja, weil ohne Schuhe keine Performance. Ja, ich habe ein bisschen Materialprobleme jetzt gehabt die letzten Tage. Ich weiss nicht warum, irgendwie ist gerade alles auf einmal gekommen. Vielleicht weil ich ein bisschen mehr intensiver trainiert habe. Aber ja, ich habe jetzt 2 Schlittschuhe leider gebrochen die letzten paar Tage. Von dem her habe ich jetzt nur 1 Paar, aber ja, das wird schon 1 Paar. Es ist eigentlich lang, es ist ein frisches Paar. Von dem her, wenn nicht irgendwie wirklich gerade alles irgendwie, nicht zusammenkommt, dann sollte das kein Problem sein. Ich bin ready für Sheffield. Es ist eine neue Situation. Das erste Mal, dass ich als Titelverteidiger jetzt an die EM gehe. Ich glaube, dass Lukas nicht die Aufgabe hat, seinen Titel zu verteidigen, weil den Titel, den er im letzten Jahr gewonnen hat, das ist seiner. Wo die Aufgabe vielleicht liegt, insbesondere für Lukas, ist, dass er sich wiederum misst mit den Besten Europas und dass er zeigt, dass er auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in einer guten Verfassung ist. Hier ist sicher eine spezielle Situation, aber ich will jetzt eigentlich auch nicht zu viel jetzt in meinem Kopf haben, was letzte EM war. Bravo! Yes! Er weiß auch das Publikum mitzunehmen. Ja. Bravo, Lukas! Physisch fühle ich mich fit, von dem her bin ich da sehr zuversichtlich. Ja, also damit ich voll in den Fokus bekomme, habe ich ja ganz viele verschiedene Übungen, die ich vorher mache. Aber ich glaube, etwas, was mir am meisten hilft, ist jedes Mal, wenn ich aufs Eis komme, mich präsentiere, schaue ich nachher jeden Preisrichter an. Also ich schaue jeden Preisrichter in die Augen und probiere so eigentlich dann im letzten Moment, bevor das Programm anfängt, nochmal voll dabei zu sein. Schlussendlich, es ist ein neuer Wettkampf. Logisch, vielleicht schauen 2, 3 Augen mehr jetzt auf mich. Oder wird es vielleicht noch mal interessanter, wenn ich jetzt dieses Jahr mache. Aber schlussendlich muss ich mein Ding machen. Und hoffe natürlich, dass ich so weit feiern wie möglich wieder komme. Der rechte ist noch gut, der linke ist kaputt. Das ist das Problem. Wenn alle Stricke reißen, dann muss ich vielleicht halt mit einem kaputten laufen. Aber ja, ich nehme jetzt lieber mal beide Paar trotzdem mit. Die Erwartung sinkt auf jeden Fall nicht zum Europameistertitel von letzter Saison. Die Leute erwarten jetzt sicher auch ähnliche Performance. Ist egal wer, ob es vielleicht die Eltern sind, ob es vielleicht der Verband ist, ob es mein Umfeld ist, ob es ich selber bin. Ich glaube, die grösste Challenge bin ich selber. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Traum, nochmal eine Medaille zu gewinnen bei der Europameisterschaft. Champion from last year, with nerves of steel, Lukas Brycki.
for Switzerland will be fifth to go. Ich weiss nicht, ich hatte die einmal angehabt. Der ist super gelaufen und seitdem lege ich es jetzt immer an, wenn er läuft. 2 Champagnergläser mit vielen Sternen und hoffe, dass er zu den Sternen greift heute. Ich glaube, die grösste Challenge an diesen 2 Programmen ist das erste Programm. Mit dem ersten Programm kann man nur verlieren, aber nicht gewinnen. Es ist, glaube ich, wie im Skifahren. Der erste Lauf, den man hat, man kann auch dort nur verlieren, aber noch nichts gewinnen. In der Kühe entscheidet sich schlussendlich alles. Let's hope he can hold it together for the next 2 minutes and 40 seconds. Switzerland's Lukas Brycki. Temptation when you get the vibration. Die Tour-Kombination hat nicht geklappt. I got fever, so when you hit me right, you know you might as well. Won't do you no good. Say won't do you no good. And Sechster Platz ist gut. Alles im Rahmen. Immer wenn er von hinten kommen kann, ist er gut. Von vorne ist immer... Verteidigen ist immer viel schwieriger als Zuholen. Well, it was a good fight. I could see that this was the best he could do today in terms of being a little nervous because he had to defend, of course, instead of attack. He could do better, but it was a very good fight. Wir werden schauen, dass wir ab morgen ganz schnell in diesen Erholungszustand kommen, dass wir übermorgen dann angreifen können. Und wir sind sehr optimistisch. Es war nicht ein perfekter Lauf. Ich hatte leider 3 Fehler drin, einen grossen Fehler bei meiner ersten Kombi. Aber nichtsdestotrotz ist es von den Punkten her noch ganz okay. Es ist noch eine relativ gute Ausgangslage mit dem 6. Platz. Ich bin trotzdem noch in der letzten Gruppe. Hallo, was ist dein Teamplan? Ich bin sicher noch 40 Minuten da. Meine Mutter hat ganz viele Funktionen in meinem Leben übernommen. Zum einen ist sie einfach das Mami, die da ist, in guten sowie auch in schlechten Momenten. Sie war wahrscheinlich meine grösste Unterstützerin im Eislaufen. Ah, der will bei mir zusammen. Also müssen Sie einen Satz sagen, denen danke dir, Mama, dass du mich zum Eislaufen gebracht hast. Ja, ohne sie wäre ich nicht zum Eislaufen gekommen. Und dass ich jetzt immer noch da bin, hat vielleicht noch andere Gründe. Aber wegen ihr bin ich zum Eislaufen gekommen. Des Titelverteidigers geht er eben doch zum ersten Mal aufs Eis. 27 Jahre alt ist er, der Europameister von 2025. Drücken wir ihm die Daumen für Aufholjagd Nummer 2.
Ja, nicht die besten 4 Minuten vom Leben. Aber mit verpasstem Programm trotzdem nur das 4. werden, ist, glaube ich, trotzdem sehr, sehr stark. Ich habe die 2 besten B-Noten bekommen, trotz meiner ganzen Fehler. Ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass ich grundsätzlich auf dem richtigen Weg bin. Und ich glaube, so das positive Feedback von den Preisrichtern, das ich so bekommen habe, nehme ich mit zu den Olympischen Spielen. Ja, das nächste, die großen Olympischen Winterspiele in Milano. Und knapp 3 Wochen von heute. Ja, gerade hoffentlich nochmal eine große Traumerfüllung. If I had to tell you a love thought for figure skating from my side, I really think figure skating is the best crossroad, the best mix in human history between dancing, acting, love for music and flying. Wir laufen nicht auf dem Eis, eben wir fliegen über das Eisfleck. Du kannst dich in der Luft bewegen und es macht einfach Spaß, wenn der Wind an dir vorbeirauscht. Speed, wind, emotions, breathing, gliding, long lines. Einmalig. Das Gefühl ist einmalig. Probably better than sex. Ja, dann müssen wir mal über unseren Sex nachdenken. Nein. Ja, weißt du, wie es so weit wird gehen. Also. Übers Eis gleiten ist Freiheit. Ich kann machen, was ich will. Es gibt mir Dopamin, Euphorie, jedes Mal aufs Eis zu stehen. Und es ist ein Teil von meinem Leben, von den letzten 20 Jahren.